Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir Schritt für Schritt eine Holzstruktur malen nach dem Buch 101 Textures und ich benutze hierfür die Prismacolor Buntstifte auf dem Papier von Fabriano Artistico, extra weiß, 100% Baumwolle, heiß gepresst. Ich habe hier den 300 Gramm Block. Der erste Schritt in dem Buch wird mit dem Stift Sand 940 gemalt und es steht dort, dass man eine mittlere Farbschicht auftragen soll. Mittlere Farbschicht bedeutet nicht zu hell, nicht zu dunkel. Wirklich ganz leicht Schicht für Schicht die Farben auftragen, weil man sie hinterher mit einem Farbverdünner lösen wird. Das Buch und alles andere werde ich euch unten in der Infobox natürlich verlinken. Wie ihr seht, male ich wirklich mit leichter Hand. Ich habe den Stift hinten angefasst und benutze die Seite von dem Stift und ich male von links nach rechts, von oben nach unten, von links unten nach rechts oben, einfach um wirklich das Papier ja aus jedem Winkel zu sättigen. Die Farben wirklich locker aus dem Handgelenk auftragen, so dass man im Endeffekt 4 bis 5 hauchdünne Farbschichten hat, die eben die ganze Fläche ebenmäßig bedecken. Im nächsten Schritt nehmen wir Burnt Ochre 943 und deuten damit die dunklen Stellen des Holzes an, also die Verfärbungen, die das Holz natürlicherweise hat. Es hat ja nicht immer die gleiche ebenmäßige Farbe, sondern ist hier ein bisschen heller und dort ein bisschen dunkler. Und auch hier wirklich mit leichter Hand und mehrere Schichten auftragen. Fangt wirklich sanft an, legt hin und wieder eine Pause ein, um zu schauen, wo vielleicht eine dunkle Stelle hinpassen würde. Dann setzt an, macht die nächste Stelle dunkel, nach und nach lasst das Bild zusammenkommen. Fangt nicht zu dunkel an, sondern geht immer wieder in das Bild rein, setzt hier noch ein bisschen Farbe an und dort noch ein bisschen Farbe. Hinzufügen könnt ihr immer, aber Farbe hinterher radieren ist immer etwas schwierig. Wie ihr seht, gehe ich immer wieder zurück und male an verschiedenen Stellen etwas dunkler, schichte die Farben und schaue einfach, wie sich das Gesamtbild nach und nach aufbaut. Mit der nächsten Farbe Goldenrod 1034 gehe ich über die Stellen, die ich gerade mit dem Burnt Ochre gemalt habe. Das hilft, die Farbe etwas wärmer zu gestalten und besser in das Sand, das ich vorgelegt habe, zu blenden. Auch hier wirklich ganz leicht, Schicht für Schicht. Nicht zu doll drücken. Ihr wollt nicht, dass die Farbe zu intensiv und zu stark ist. Es ist Holz und Holz hat eben eine etwas rauere, körnige Struktur. Deswegen ist es okay, wenn es nicht allzu glatt aussieht. Hier baue ich die Schichten nach und nach auf, lege eine Farbschicht nach der anderen aufs Papier. Alles hauchdünn und aus dem Handgelenk, also wirklich mit ganz leichter Hand. Dann nehmen wir die Farbe Chocolate 1082 und malen die Holzstruktur ein.
Auch das wirklich ganz, ganz sanft, so dass ihr hinterher vielleicht, wenn euch eine Linie nicht gefällt, sie mit dem Farbverdünner noch ausblenden könnt. Radieren würde ich in dem Fall nicht. Das würde ja euer ebenmäßigen Hintergrund unterbrechen. Deswegen würde ich ganz, ganz sanft malen. Ich habe hier etwas stärker gemalt, damit ihr jede Linie auch seht. Aber wenn ich für mich malen würde, würde ich noch viel, viel leichter dran gehen. Hier ist es wirklich wichtig, dass ihr einen Spitzenstift benutzt, damit die Strukturen so scharf und fein wie möglich sind. Ich habe auch bei dem Rest des Bildes einen sehr spitzen Stift benutzt, einfach weil das Papier so wenig wie möglich beschädigt und ihr so die beste Farbbrillanz auf dem Papier habt. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen zu viel Linien eingemalt. Im Endeffekt habe ich es bereut, aber dadurch, dass ich nicht so doll gedrückt habe, blendet später das meiste aus und man sieht da nur noch einen Hauch von diesen Linien. Die Linien, die ich später wirklich sehen möchte, werde ich dann im nächsten Schritt noch etwas mehr nachmalen. Wie schon am Anfang erwähnt, werden wir jetzt die Farben mit einem Farbverdünner ausblenden. Das hilft, die Pigmente zu lösen und wirklich in die Strukturen des Papiers einzudringen, sodass dieses sehr körnige, was man im rauen Papier sehen kann, etwas sanfter wird oder sogar verschwindet. Ich nehme nicht viel Farbverdünner, ich feuchte den Pinsel an, tupfe ihn etwas ab, sodass er nicht nass ist oder auch nicht feucht. Er ist wirklich fast trocken. Je mehr Farbe ihr auf dem Papier habt, desto trockener sollte euer Pinsel sein. Wenn ihr zu wenig Schichten auf dem Papier habt, wird euer Bild einen etwas gräulichen Schimmer annehmen, was nicht sehr schön ist. Deswegen geht sicher, dass ihr Schicht um Schicht die Farben aufbaut, so dass wirklich genug Pigment da ist, um gelöst zu werden vom Farbverdünner. Wenn ihr keinen Farbverdünner zur Hand habt, dann empfehle ich euch, ein etwas glatteres Papier zu nehmen und die Farben wirklich hauchdünn nach und nach mit dem Buntstift aufzubauen. Das geht natürlich auch. Ich habe hier ein bisschen raueres Papier und einfach der Schnelligkeitshalber willen habe ich hier den Farbverdünner gewählt. Das wird auch so im Buch empfohlen. Bevor ihr den letzten Schritt macht, lasst das Bild 15 bis 20 Minuten trocknen, um dem Farbverdünner Zeit zu geben, zu verdampfen. Und in dem letzten Schritt definieren wir unsere Maserung. Dafür benutze ich auch wieder mein Chocolate, die 1082, und blende es mit Burnt Ochre 943 sanft aus. Ihr werdet sehen, wie ich die Stifte im Wechsel benutze. Meistens werde ich die dunklen Linien mit dem Chocolate definieren und mit dem Burnt Ochre etwas sanfter ausblenden. Wirklich nur ein paar Linien, nicht alle Linien, weil manche Maserungen sind eben etwas dunkler, manche etwas heller.
Dann sind wir auch schon fast am Ende dieses Tutorials angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß zuzugucken, ihr habt was gelernt und ja, ich möchte euch einfach Mut machen, es immer und immer wieder zu versuchen. Ich habe dieses gleiche Bild oder eher gesagt diese Holzstruktur bestimmt 5-mal versucht. Es liegen immer wieder ein paar Monate zwischen, wo ich mich wieder rangesetzt habe und es versucht habe, weil es etwas Übung braucht und wirklich auch Geduld und das richtige Papier natürlich. Also nehmt euch die Zeit, probiert es, versucht es immer wieder. Irgendwann mal werdet ihr soweit sein und sagen, okay, jetzt gefällt es mir, ich habe es geschafft. Also nicht den Mut verlieren. Hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr es ausprobiert habt, wie es bei euch geklappt hat und ob euch das Tutorial gefallen hat, wie hilfreich es für euch war. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dann!